56 Angler. So machen wir das. 28 Boote. Wenn's nicht beißt, immer in Bewegung bleiben. 11 Nationen. Unbelievable, 3 Zielfische. Guter Fisch, Kescher. Komm. Und Ja, Mann. ein Pokal. Ja. Der YPC Boat 2026 wird euch präsentiert von Hearty Rice, Feel the Difference, Shimano, Closer to Nature, Closer to People und dem B1 Boot Center. Wir bauen dein Boot. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum Finale des YPC Boat 2026. Wie schon in der vorletzten Staffel war es eine Gruppenphase voller Unwägbarkeiten. 28 Teams waren ursprünglich angetreten und nicht jedes kam mit den teils extremen Wetterbedingungen zurecht. Die 8 Finalisten allerdings haben eindrucksvoll bewiesen, dass sie sich von Wind und Welle nicht aus dem Konzept bringen lassen. In Gruppe A holte Ilex nach einem durchwachsenen Großgewässertag spektakulär den Gruppensieg. Vor allem, weil Mark Patschowski am zweiten Angeltag 2 Riesenhechte aus dem Fluss prügelte. Nace wiederum musste trotz einer unfassbar routinierten Vorstellung lange bangen, setzte sich am Ende aber auch ohne echten Ausnahmefisch auf Platz 2 durch. In Gruppe B war es unterm Strich etwas deutlicher. Finval holte die insgesamt zweitbeste Vorrundenpunktzahl und auch Bullseye knackte mit einer sehr ausgewogenen Leistung die 700-Punkte-Marke. In Gruppe C triumphierte LMAB. Der amtierende Champion überzeugte vor allem beim Zanderangeln und stellte mit einem 90 cm Exemplar auch gleich einen neuen YPC-Boat-Rekord auf. Savage Gear konnte dagegen nicht ganz an die letztjährige Vorrundenbestmarke von 788,9 Punkten anknüpfen. Trotzdem sicherten sich Sean und Hugo das Finalticket ohne allzu große Probleme. Tailwalk aus Gruppe D wiederum ist in vergleichbare Punktesphären vorgestoßen. Nach dem sehr bitteren Aus im Vorjahr nahmen Robin und Guido diesmal keine Gefangenen und erzielten mit über 765 Punkten den besten Vorrundenscore. Bite of Bleak hatte als Zweiter über 100 Punkte weniger, aber eben auch genau die 0,7 Punkte Vorsprung, die es gegenüber dem drittplatzierten Team von Abu Garcia brauchte. Weil das Finale wegen des schlechten Wetters einen Tag später stattfindet als ursprünglich geplant und sich die Rückreise der Teams dadurch ohnehin schon verzögert, wird der Beginn um 1 Stunde vorverlegt und die Angelzeit auf nur 6 Stunden reduziert. Dafür müssen aber auch nur je ein Barsch, Hecht und Zander sowie 2 Bonusfische für eine Fullcard gefangen werden, wobei nur maximal 2 Fische einer Art auf dem Board stehen dürfen. Die Spotwahl ist frei. Ich gebe euch schnell einen Ausblick, wo die Teams sich gleich einfinden werden. 4 Boote beginnen auf dem Volkerak, Bite of Bleak auf Höhe des Schelde-Rhein-Kanals, LMAB, Nace und Tailwalk im östlichen bzw. nordöstlichen Gewässerteil. Finval startet ganz im Westen des Haringfleet, Bullseye an der Südseite von Tingemeten und die übrigen beiden Duos setzen nach jeweils starkem River Day in der Vorrunde erneut auf den Fluss. Ilex angelt zum Auftakt auf der Bergschen Maas, Savage Gear auf der neuen Meerwiede. Viel Spaß mit der ersten Finalfolge.
Guten Morgen, Leute. Und herzlich willkommen zum finalen Tag im YPC Boat 2026. Ihr seht, es ist richtig früh heute. Wir starten heute ein bisschen früher als sonst. Es ist noch dämmerig und deswegen werden wir gleich mit der Power Hour starten. Ich habe ihn hier schon in der Hand, den Erfolgsköder vom letzten Mal. Und ich würde sagen, drückt uns bitte die Daumen. Wir sind schon ein bisschen nervös. Wir wünschen euch eine gute Show, ein paar dicke Fische, MS. Wir geben Knallgas und viel Spaß. Wir werden einmal größer fischen, 6,8 Inch TT-Shed mit 14 Gramm und Robin wird ein bisschen kleiner fischen, maximal 4 Inch, um zu gucken, worauf die Fische jetzt Lust haben. Wir haben die Hoffnung, noch ein paar Fische aus dem Flachwasser abgreifen zu können, die noch am Rauben sind. Man sieht es hinter uns, die Sonne geht demnächst auf. Wir haben ungefähr 20 Minuten Angelzeit bis zum Sonnenaufgang, aber wir wissen natürlich, es ist schon vorher ein bisschen hell. Ja, wir wissen noch nicht so richtig, was wir davon halten sollen, eine Stunde vorher zu starten. Ich glaube, für die Pelagic-Boote ist es ein Segen, weil die noch einen beißwilligen Fisch aus dem Freiwasser abgreifen können. Wir haben uns dagegen entschieden, wir werden den gleich reinschmeißen und hier ein bisschen gucken, aber wir haben gestern noch überlegt, ein Tillerboot zu nehmen, auch eine Stunde zu pelagen, aber dann mit einem fremden Boot hier rumkurven und wir haben sowieso kaum die Power Hour genutzt. Deswegen versuchen wir sie geworfen zu fangen und so jetzt schnell 1, 2 Zander zu fangen, bevor es dann an die Hechte und Barsche geht. Aber der Plan ist sowieso auf Messerschneide. Wir haben hier nicht trainiert, auf Barsch zumindest nicht. Wir sind einen Tag hier rumgefahren. Unsere Barsch-Spots, das wisst ihr aus den anderen Episoden, sind eigentlich woanders. Wir brauchen also euer Glück. Wir haben alles auf eine Karte gesetzt. Entweder Big Fish oder fast gar kein Fisch. No risk, no fun, ne? No risk, no fun. Sieht's aus. Genau, so sieht's aus. Wir machen die Routen fertig und dann starten wir gleich in den Tag. Schönen guten Morgen. Wir haben es geschafft ins Finale. Wir sind am Spot angekommen. Und unser Ziel ist es jetzt erstmal morgens die Barsche zu fangen. Wir haben uns kleine Twitchbaits ran gemacht, tieflaufende Twitchbaits, wollen über Steine schleifen und mit ein bisschen Glück noch einen Zander in dem wenigen Licht fangen. ja, Barsch und Zander ist jetzt erstmal das Ziel. Danach Hechte. Ja, drückt uns die Daumen auf jeden Fall. Wir fangen an. YPC Boat Finale 2026, Team Bullseye. Wir haben es mal wieder geschafft. Wir sind super froh, hier zu sein. Und heute ist der Tag, wo wir dann auch mal vielleicht ein bisschen mehr machen können. Aber es ist ein brutal starkes Teilnehmerfeld, muss man sagen, wenn man mal so guckt dieses Jahr. Also es ist jedes Jahr ein starkes Teilnehmerfeld, aber dieses Jahr sind ein paar wahnsinnige Leute mit dabei. Wir haben richtig, richtig Bock. Wir werden jetzt mit der Power Hour starten, auch wenn ihr es nicht so gerne seht. Aber ihr seht, aufgrund der Umterminierung dieses Jahr starten wir dieses Jahr früher. Es ist noch ein bisschen dunkel und die Zeit wollen wir einfach zum Thunderscope nutzen. So sieht's aus, mit den besten Thunderscope-Booten der Welt. So ist es. Danach geht's Barschangeln, danach wird nochmal umgeslippt, wie immer bei Team Bullseye. Ich hoffe, ihr habt eine richtig geile erste Episode vom Finale. Es werden richtig geile Fische gefangen und allen Anglern ganz, ganz viel Erfolg. Und wir hoffen, dass wir jetzt 2 Zander klatschen können. Und los geht's. Guten Morgen, liebe Angler. Christoph und ich haben heute Großes vor. Ja, Finaltag. Wir sind sehr froh, dass wir es geschafft haben ins Finale. Wir werden heute anfangen mit der Power Hour. Wir starten heute ein bisschen früher, das heißt, es ist noch ein bisschen diffuses Licht jetzt am Morgen. Wir haben die Hoffnung, dass wir da am ehesten einen Zander erwischen, einen großen nach Möglichkeit. Das wäre für den weiteren Verlauf des Tages eine gute Ausgangslage, weil wir uns um den ehrlicherweise am größten oder am meisten Sorgen machen hier auf dem Gewässer, dass wir den zuverlässig in einer großen Größe fangen. Also drückt uns die Daumen, dass das klappt und danach gehen wir Hecht und Barsch angeln und versuchen die Karte damit aufzufüllen. Los geht's. Guten Morgen again. Good morning. So welcome to the final. This is Team Bite of Bleak. Perfect conditions, I think, today, and we have to catch big fish because the other participants are really good teams. Yeah, really it's gonna be a crazy fight today. Yeah, for sure. So we hope to make a good show. Yeah. So and that you enjoy it, and yeah, we will see how it works. Yeah. Jonas, let's go. Let's go. Keep on hammering. So, good morning from Team Elex Skunky. Good morning. It's the final of the YPC boat. And as in the group stage, I'm not ready yet, and we just have a few seconds left for the first cast. Yeah, it's a final, so I think we need some solid fish. Really solid. We have some work to do. Really solid fish, and the guys on the Volca Rock will be hard to beat, but we didn't pre-fish on the Volca Rock, so we say let's go back to the river and see what we can do. Hope for the best. Hope for the best. We start with a zander, and hopefully with the first light we got a decent zander. Let's do it. Let's do it.
Good morning, everyone. Team Savage Gear again, and we made it to the finals, so I'm stoked. Surprisingly, but we did well, but we lost so many big fish, and that was a bit of a bummer. So it was, well, you know, it was tense, but we made it, and the weather was way better today. No wind, super nice conditions, so yeah, we need to get 5 fish on the board. And fish jumping all around the boat. And yeah, can't wait to make my first cast. So it's 7, so we can let's go. Good luck, man. See ya. Es ist 7 Uhr, wir starten jetzt unsere Power Hour, 7 bis 8 Uhr. Livescope ist an. Und mal schauen, was die Zander so sagen. Wir müssen rechts runter, ne? Wir fischen jetzt zuerst mit der Pela Jerk Light bis 65 Gramm. Die nutzen wir zum Anwerfen mit unserem schnieken Lamelli. Und wenn wir die Fische quasi androppen, also quasi unter dem Boot anhangen mit dem schweren Kopf, nehmen wir unsere 85 Gramm. Aber wir probieren die erstmal angeworfen zu bekommen, da das häufig ein bisschen besser funktioniert auf so Gewässern, wo sie stark beangelt sind. Bitte? Das steht sehr gut da oben. Boah, meinst du, der beißt so flach? Ja, der beißt flach. Leute, Punkt 7 Uhr, Start. Wir starten mit der Power Hour. Los geht's. Jetzt zählt's. Ein Team schreit wahrscheinlich gerade Barsch. Was er froh, ich sag's dir. Kommt im ersten Wurf. Schrei aus irgendeiner Richtung geil. Ein Fisch da. That's nice. Oh, that works good. No fish on the first cast. First cast. Tun mir mal zu sagen, ob der links oder rechts steht, der Wurf. Weil das hilft mir dann beim nächsten Wurf. Ich sehe zum Beispiel nicht, wo ich bin. Ja, kannst du auch nicht richtig sehen jetzt. Weil ich kann manchmal so ein bisschen noch nachkorrigieren. Team Tailwalk ist am Start. Ja, wir sind heiß. Wir wissen noch nicht, was kommt. Wenn du noch schnackst, ich mach schon den ersten Wurf. Ja. Arbeiten wir uns mal langsam vor hier an der Kante. Bremse ist zu. Ja, ich habe die aufgelassen. Der Fisch braucht auch eine Chance. Schön gelöst. Gucken wir mal weiter, ne? So, da ist der erste. Hat er sich den Köder reingehauen, Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Hat das einen Knall gegeben im Stock. Und das Schöne ist, auf einen selbst entwickelten Köder von Christoph und mir, speziell für die Zanderangelei entwickelt. Den messen wir mal eben. 78. Yes! Woo! Yes! Geil! Okay, der muss schnell wieder rein. Woo! Damit ist alles möglich. Jetzt mit dem einen Fisch kann man sagen, jetzt kann man noch gewinnen schon. Mit dem einen Fisch braucht man noch einen zweiten. Mit dem einen Fisch kann man das Turnier schon gewinnen. Also nicht mit dem einen Fisch, aber das ist die gute Ausgangslage, die wir wollten. Yes! Wie groß war der? 78. Okay. 100 Punkte. Ein perfekter Start für Nace. Und klar, das Pelagen ist gerade in der Dämmerung hocheffizient. Deswegen kann ich verstehen, dass Tailwalk mit dem frühen Beginn nicht 100%ig zufrieden war. Alles auf eine Karte. Meine erste Frage heute Morgen, als ich ins Auto gestiegen bin, zu Robin war: Und, Kopflampe dabei? Nein, aber es ist Gott sei Dank auch schon so hell, dass man keine benötigt. Aber es ist ungewohnt, wenn man nicht... Oh, Fisch! Das ist unfassbar hier. Die braucht man. Moonwalker H im Einsatz. Was sagst du? Die Größe ist vernünftig, ne? Ist ein guter Fisch, aber kein Riesenfisch.
Also ich habe noch nicht mal 2 Anjek-Phasen gehabt. Aber bei der 6. kam der, wa? Bei der 3. Bei der 3.? Ja. Oh, der ist nicht so klein hier. Nein. Oh, brauchen wir? Nehmen wir. Brauchen wir? Nehmen wir. Du fischst weiter. Ich mache alles andere fertig. Wir brauchen die Sekunden gerade. Der war direkt an der Öffnung, ne? Ja, genau da. Wir brauchen nämlich heute jede Sekunde. Das Problem ist, es wird halt hell, was Guido gerade schon gesagt hat. Das heißt also, wir müssen Gas geben. Wir brauchen nämlich noch so einen Okolyten. Oh, schöne Größe. TT-Shed komplett weg. Die fressen. Und das ist ein richtig schöner Einstand. Geil. Wir legen ihn mal rauf. Was der Fisch Guido, hat. das ist wieder ein richtig guter 84, 85, was haben wir? 85er. 85er Fisch auf dem ersten Wurf. Geil. Gott sei Dank war es kein Barsch, weil erster Wurf ist der erste Fisch. Barsch ist der Angeltag. Aber noch das ist richtig größer als beim letzten Mal. Geil. 6,8er TT-Shed komplett weg. Abhaken und weiter. Köder ist draußen. Hier ist der Fisch und zurück damit. Fisch, aber klein. Und weiter geht's. Nächster Fisch. Schnell rein. Du machst den Rest. So sieht's aus. Wir hatten heute Morgen schon so einen Stress beim Losfahren. Alles wieder viel zu spät und eigentlich nicht fertig gepackt. Und wir sind doch noch essen gegangen. T-Shirt, kleiner. Und ich werde auch gleich auf den großen wechseln. Wir haben gesagt, einer klein, einer groß. Alte Leier, kennt ihr ja noch von den anderen Folgen. Hoffentlich hat der Maß hier, der kleine Mann. Also, kleiner Zander. Wir müssen uns beeilen. So, das heißt, dieser Fisch hat 47 cm. Sehr schön. Der kommt zurück. Ich muss einen Wurf machen. Verzeiht mir das. Also, zup. Weiter geht's. Weiter geht's. Also, damit können Guido und Robin potenzielle Power-Hour-Vorteile aber sowas von egal sein. Für die Moral der Konkurrenz sicher förderlich, dass die Zwischenstände heute nicht kommuniziert werden. Ich bin aber sehr gespannt, was die anderen Teams so machen. Ich denke mal, viele werden jetzt die Morgenstunde nutzen, um auf Zander zu angeln. Ein paar bestimmt auch scopen. Wir wissen natürlich, dass es nicht so super ansehnlich ist für die Zuschauer, wenn morgens so viele Teams scopen. Aber wie gerade eben im Intro gesagt, wir glauben eben, dass sich das wirklich lohnt, das heute Morgen zu machen. Aber mal schauen, ihr könnt auf jeden Fall aufs Barschangeln gleich freuen, weil wer sich noch an den River Day erinnern kann, da geht es gleich wieder hin auf die Stelle. Da war richtig Barschparty und ich hoffe, dass wir da heute auch wieder eingeladen sind. Fish. It's really tiny, my friend. Can be sizable. Nah, Yeah, it's close, but it's really tiny. oh, it's going to be close. No, it's sizable. I'm sure, but it's just sizable, not more. 45, maybe. Yeah, double hookup. Yeah, I'm there. Oh, I don't need the net, it's probably even smaller. It's really small, so. Oh, it's a perch. Take it. Okay, here you go. Okay. Well, they are small, but it's a start, eh? Okay, Xander. It's 45.5. Okay. Nice start of the day with a double. Yes. Not the biggest fish. You can measure this one too if you want. Yes. And the perch is 33. Perch of Rick. On Rick. Okay, I make the report. That was quick. That was quick. Too quick. I don't hope so. Was not the first cast. So. No, then it's good. Jonas, something was going on there. Really? I think that's the direction where I caught my sandwich yesterday. Yeah. Like. And I thought also I get something. Oh. Had some fucking soul self. Oh, we got each other. Really? Yeah. Yeah, that's on this side. It should be. Oh, it's by the hook.
Let me see. Oh, what the fuck? Yeah, it's crazy when it got like that. Okay. Like Yeah. rolling around. Okay. I thought you would go there. Yeah. That is okay, or? Yeah. I think there's pike also around. Ich sag mal, das hilft schon mal ungemein. Wir hoffen ja, dass wir noch auf die großen Stabilisatoren. Fisch, der ist aber klein. Ja. Ich wollte gar nicht anschlagen, weil das so ein kleines Pick war. Also, ihr seht schon, wir müssen jetzt hier einfach weiter fischen, schnell. Und hoffen, dass wir noch einen großen damit beibekommen. Ja, der könnte noch mal 3 cm größer sein, Guido. Nee, ist kleiner. Aber trotzdem den Köder voll genommen. Ich fasse ihn jetzt gar nicht richtig doll an hier. Und schnell zurück damit. So. That was a good bite. Are you ready? Sure. I'm lifting it now. It's coming too easy. Oh, nice. First fish. First fish. Always good to fill the paper when it's final. This is only a 49. Give it back to give it the freedom. Hang on, 49. Oh, first fish. That's so super important. Feels so good to get on the paper. And this fucking bait. Butterbolt 7.5 centimeter. Been amazing this tournament. A really small bait, but just really catches big fish. Sanders, yeah, big perch. Got so much confidence in this one. Just small paddle movement, small movement from all the fins and everything. Love this. Wait. There. Got 2 bites in a row. Auch wieder tief und dann kleiner, ne? Ja, tiefer und klein. Alles ist die Größe. Die ballern sich den Köder so weg, ey. Kleiner Fisch. Ich pack ihn einmal kurz drauf. Nächster Fisch. Ja, also man merkt, die großen Fische, oder? Der könnte ein bisschen besser sein. Der hätte 46. Man merkt, die großen Fische steigen scheinbar ein bisschen flacher. Und soll ich ihn keschern? Ja, doch, könnte. Ich komme sicherheitshalber einmal nach Der müsste ein bisschen besser sein. Ja, ist ein besserer Fisch. So. Ich bringe dir die Measurement nach hinten. Unser Pentashed hat hier geliefert. Das könnte ein kleines Upgrade sein. Wir probieren es mal aus. Ein Fisch nach dem nächsten. Die Uhrzeiten sind schon sehr entscheidend. So, der kommt raus. Direkt am Einzelhaken, gut gehakt. Schaut ihn euch an. Ab auf die Scale. Nicht lange rummachen. So. Ja, ich glaube, Cherie 60. Geht als 60 durch. 59,5. Ja, geil. Also, ein 60er Fisch. Guido. Ich hoffe, ich kriege jetzt keinen Biss. Wertvolle Punkte und der geht zurück ins Wasser. Ob das jetzt bei den anderen auch so läuft? Keine Ahnung. Dann haben wir Angst. Ja. Dann zittern wir wieder, so wie beim letzten Mal. Ja. Bislang sind Sorgen unangebracht. Die erste Viertelstunde gehört klar Taywalk. Mit der aktuellen Zanderbilanz könnte man vielleicht sogar schon leben, aber logisch, dass man vorerst so weitermacht. Wir schauen ganz kurz auf das verwendete Gerät. Ja, als Routen fischen wir einmal die Moonwalker bei mir als Zander-Version H, 10 bis 70 Gramm. Mit denen können wir easy die 7-Inch-Köder hier ins Flachwasser ballern. Deswegen fische ich auch ein bisschen größer. Und Robin fischt die Del Mundo. Die hat bis 55 Gramm Wurfgewicht und ist ideal für so Standard-Gummifische, sage ich mal. 9, 12 Zentimeter, 4, 5 Inch, 6 Inch gehen auch noch mit leichten Köpfen. Genau. Also Idealgewicht
ist einfach so bei 5 Inch. Gibt es gar nicht. Alter, was der nicht genommen hat, habe ich jetzt nicht verstanden, oder? Alter. So lang. Direkt am Köder, immer mal wieder beschleunigt. Wie nah der schon dran war. Ja, es. Ja. Schlimm. Also, die haben halt wahrscheinlich gerade richtig gegessen. Aber manchmal findet man einen, der will halt doch noch einen kleinen Nachtisch. Den brauchen wir jetzt, den Nachtisch, Mann. Junges, kannst du dir nicht vorstellen, wie. Oh. Ja, man muss fairerweise sagen, dass das eigentlich immer so ist, ganz früh morgens. Das ist, diese Scheißviecher sind einfach nicht da. Das ist auch auf den Wurfplätzen so. Ja, aber das ist ja was anderes. Ne? Auf den Wurfplätzen stehen die am Grund den ganzen Tag. Aber im Freiwasser fängt man sie doch nachts auch. Not really good. But same size. Sander, ja, a little bit bigger. Der wollten wirklich haben. Da kommt er. Oh. Magic Slim Shad. Immer eine Waffe auf Zander und auf Barsch. Uiuiui. Da ist der Köder. Gerade noch schön mit Nitro Booster eingeschmiert. 55,5. Okay, 55,5. Schöner Zander, der ist auch ziemlich wütend. Und der darf gleich wieder zurück in den Fluss. Okay. 56. That's good, that's good. Fish, 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 fish. Bigger. Yeah, bigger. 57.5? 58, nice. On the extra shad? Yeah, extra shad. Nice. Ooh, boom, boom. This one was aggressive. That's good. It was a nice take. Okay. Small one is improved. And it's again like gone, 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 gone. I mean, they really want incredible. Magic Slim Shad. Which one is longer? This one touching half, so 57, 57, also 56,5. Kleiner Zetti, quick release. Okay. Oh, der eine hat mich echt böse erwischt. Wie ein fetter Schnitt vom Kiebendeckel von dem anderen Zander. Das werde ich jetzt erst gleich mal kurz desinfizieren und dann ein Pflaster drüber machen. Vielleicht habe ich irgendwie ein lustiges Pflaster. Nee, hab ich nicht. Fish, 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 fish. Try to keep it over That's there. better one. Yep, nice, nice. Better than the. That's the Nice. same. It's upgrade. That's a 57, huh? Proved. Let's go. They come closer. We need 85. Yeah, we need a big one now. 2-1. But nice to have some fish on the paper at least. We were going here for the sander, so it feels super good that we're catching some sanders. Now we just need the big ones. But they're really biting, like crazy bites, so it's a good sign. And because it's morning, they're moving a lot more, so we will just stand here, anchor, and wait for the fish coming to us. Hey, they're close to the boat coming. Nice.
Was gibt's Besseres als das? Oder das hier? Und genau deshalb ist Beize Pike 2026 wieder am Start. Ab mindestens 80 € Warenwert kannst du das Beize Pike 80 Bundle in den Warenkorb legen und mit dem gleichnamigen Code wird dieses dann genullt. Und wenn du für über 140 € einkaufst, dann gibt's auf die gleiche Weise sogar Hechtköder im Wert von 110 € gratis dazu. Alle weiteren Details findest du direkt auf der Aktionsseite. Die Hechte warten auf dich. Nur bis zum 27.04. und nur auf hechtundbarsch.de. Im aktuellen YPC-Boot seht ihr uns ja auf der großen Hornet, auf der Sportangler. Aber hier stelle ich euch mal eins meiner Lieblingsmodelle vor, denn das ist das kleinste Doppelkonsolenboot von Finnwall, was wir hier haben. Natürlich im B1 Custom, 4,70 Meter lang, 1,96 Meter breit. Besonders ist bei dem Boot der Renji-Rumpf, nur ein Tiefgang von knapp 30 cm. Kommt super in Gleiten mit dem 60 PS Honda Motor. Also das ist ein echt starkes Boot, unsinkbar natürlich. Und wer auf dem Boot ganz ohne Scheiben steht, für den haben wir natürlich auch was Richtiges, und zwar bei Paul. Die Finnwall 420 B1 Pro, 4,20 Meter x 1,86 mit wenig Tiefgang, B1 Custom Design, Führerschein frei. Eins meiner liebsten Modelle. Das Boot schiebt nochmal ganz anders. Und zu der Finnwall B1 Pro 420 Tiller gibt es noch einen Kartenplotter im Wert von 1.200 € in Kombination mit dem Honda BF15 on top für euch. Ja, und hier zu der Finnwall 470 und dem BF60 gibt es sogar einen Garmin Kartenplotter Fischfinder im Wert von 1.849 € gratis dazu. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß beim Schauen. Mögen die Boote performen. Ist auch leer, David. Viel hilft viel. Ja, ja. Was ook lukt weg. Take your time. Yeah, of course. He's not happy that he's okay. Yeah, that's a nice good one. one. That's 60 maybe. Good job. So. If you need help, let me know. Huh? For now it's good. That's a nice sender. Completely took the peps. Early morning UFO color always works. That's a 62. No, it's on half. No, it's not on the half. No, it's not. We can't make it so. No, 62. 62. Nice sender. Ja, vielleicht noch ein bisschen zu früh für den Spot hier. Also wir machen jetzt den ersten Spotwechsel. Wir fahren jetzt mal aufs Plateau und probieren da jetzt den Barsch zu kriegen. Und dann werden wir vielleicht noch mal hier zurück. Mal gucken, wie das da läuft. Drückt uns die Daumen. Ganz hoch, hast du gesehen? Mhm, ganz oben drin. Durchgeschworen. Den hat er doch safe. Er hat den doch mit. Jetzt hat er jetzt sucht er wieder.
Ich dachte schon, weil er so schnell gesucht hat, aber Junge, der ganz oben manchmal weiß. Dann geht es zu. Fast im Schraubenwasser. Da steht. Oh, das war mein Snap. Nee, das war mein Snap. Ja. Den kann man sehen schon. Das gibt's gar nicht. Jo, geil. Hinter uns kommt irgendwann wieder einer. Die reagieren gut, aber beißen nicht. Oh je. Na, alle stehen dran und wollen. Nein! Warte. Fuck! Boah, der war riesig, Alter. Machst du die Maus ready? Bitte? Machst du die Maus ready? Nee, Mann. Doch, den werfen wir an. Tim, wir müssen Wir werfen fangen. den jetzt an. Wir werfen ihn einmal an, ob er da reagiert oder nicht. Hast du ihn noch? Ja. Häng es bitte ein. Jetzt habe ich ein Glück verloren. Scheiße. Kann das weiter? Komm. Wir haben noch eine halbe Stunde, wir müssen wirklich Zander bekommen, Tim. Ja. Jetzt ist die rote ja ready. Let's take the net again. Could be. It's close to 60 at least. Not sure. Okay. Magic Slim Shad. Nope. 57, no. Also auch 57. Ein schöner Fisch hier im Morgenlicht, aber der hilft uns leider nicht weiter. Deswegen darf der gleich einmal zurück. So langsam, aber sicher. Brauche ich, glaube ich, einen neuen Slim Shad. Den haben sie ziemlich auseinandergenommen. Ich versuche mal, ob ich den noch irgendwie retten kann. Wenn nicht, muss ein neuer her. Und den gibt es ja auch in anderen Größen und der hat auch schon YPC Bank oft geile Fische gebracht. Ich glaube, der geht noch für einen Fisch. Und da kommt wieder schön Nitro Booster drauf. Also Zander ist als eigentlich für uns erstmal, ich würde sagen, abgehakt. Ein anderer 60+ Fisch wäre natürlich schön, aber die Zeit tickt heute. Wir haben weniger Zeit zu angeln und ja, wir haben noch ein paar Fische vor uns, die wir fangen müssen. Deswegen machen wir hier noch ein paar Minuten und dann fahren wir zum Barsch. Ja, fish. Oh, not so small, but... No, just check. Check, Check, of course. Check it. Perhaps, again. I did the same as Mark, covered it in Nitro Booster, and then that's how I get the 2 fish. So let's see if it's an improvement or not. Fish on. Nope, 57. It's all the same size fish, but it's gold zander fishing if you catch them like this. Another one. I think it's the Nitro Booster because I catch the 2 fish and I also put it on the brown one, yeah? Yeah, the brown one. It's really good. Nitro Booster works. Weiß jeder. Und wer es nicht weiß, sollte sich ein paar Nitro Booster in die Box packen, auf jeden Fall. Ja, wenn wir jetzt noch einen Ausnahmepike fangen und so, dann ist das in Ordnung für mich. Guck mal, die Mind Games gehen jetzt schon los. Wir haben jetzt die Zander eigentlich abgehakt, gambeln jetzt noch auf einen größeren, was man auch schon hinterfragen kann, aber die Barsche und Hechte werden jetzt eh noch nicht so aktiv sein, dass wir da wertvolle Zeit verlieren. Und wir überlegen uns jetzt schon, eventuell doch noch mal zu slippen, wenn wir jetzt hier auf den nächsten 2-3 Stellen keine Barsche bekommen. Wir haben aber eine recht lange Autofahrt dann und bei der verkürzten Angelzeit hier von 6 Stunden ist Autofahren eigentlich das Letzte, was ich machen möchte. Deswegen einfach noch mal 2 große Barsche und alles ist gut. Weil im Fluss kriegen wir die Hechte nicht. Ich meine, dass so große Fische kommen, kann man nicht immer erwarten. Angeln hat auch sehr viel mit Glück zu tun manchmal. Ja. Ne? Das ist einfach so. Ich meine, dass auf dem ersten Wurf jetzt hier auch ein 85er kommt. Ich meine, ich hatte keine 2 Anjik-Phasen und dann hing der bei Guido. Das ist schon ziemlich geil. Aber damit haben wir gepokert. Und jetzt merkt man ganz klar, die Bisse lassen nach. Wir hätten aber gerne noch einen großen Zander. So, Zanderangeln macht Spaß. Hier sind echt viele Fische zu fangen, aber bringt uns ja nichts. Wir haben jetzt schon 2 Zander drin. Die bleiben
vielleicht auch drin. Auf jeden Fall haben wir einen schönen Fisch mit 62 und einem 57er. Jetzt fahren wir Barschangeln, weil die brauchen wir auch ein bisschen größer. Rick hat zwar schon einen mit 33, aber wir wollen so eigentlich Richtung 40. Deswegen ab zum Barspot. The water level has dropped a lot. So the spot where we used to fish productively is now really grassy. It's really hard to fish properly. But we got a nice stretch with grass over there where we expect to catch perch, potentially zander, maybe a bonus pike. Gonna head out there, and maybe later on during the day with those heights the water might be a bit higher. But for now it doesn't seem to be productive at all, so let's move out. So, wir haben jetzt den ersten Spotwechsel gemacht. Wir stehen jetzt ein bisschen tiefer auf dem Plateau. Das hat letzte Mal in der ersten Folge gleich auf Anhieb funktioniert. Wir werden uns wieder kleine Spinjigs ranmachen. Von Ilex den Deracoup, der hat letzte Mal schon geliefert. Den hänge ich mir jetzt hier mal ein. Und dann schauen wir mal, ob wir hier den Barsch kriegen. Fisch. Da haben wir den ersten Barsch. Das ist kein kleiner. Bäm, Alter. Geil. Schon ab, Junge. Schönes Ding. Schönes Ding. Der Köder ist schon raus. Scale raus. Geil. Oh, Junge, Junge. Wir haben sie gerade schon auf dem Echolot gesehen, dass die Fische hier abliegen, und der Fisch kam auch relativ nah vom Boot. Oh. Bäm. Geil. Schöner Moppel. 40. Glatter 40er. Ein 40er. Alles klar, dann lassen wir den schön mal wieder zurück. Ein schöner Barsch. Zack. Da haut er ab. Yes! So, schnell den zweiten. Fisch. Mach einen Sprint. Das ist nicht riesig. Das ist ausschließt. Nice. Leute, da haben wir den ersten Pikey. Let's go. Da müssen wir uns schon mal keine Sorgen machen, dass wir den im VK nicht kriegen. Und jetzt hören wir noch einen fetten. Jetzt fahren wir noch einen fetten Zander und dann ist gut. So, legen wir die Matte bereit auf unsere Hero Maker Lure Maus. So, hier ist er. Kleiner Dicker. Aber so klein ist er gar nicht. Sehr, sehr nice. Hier könnt ihr mal sehen. Schön im Morgenlicht. Nächster großer Hecht, oder? Schauen wir mal, wie groß er ist. Ich denke so Ende 80. 86,5. Korrekt. Puh, schöner Start, auch wenn wir Zander geplant hatten. Wir haben gesagt, wenn wir einen Hecht vorbeifahren, schnappen wir uns den. Und ich zeige euch jetzt noch den Köder, auf den wir den gefangen haben. Yes, sehr, sehr schön. Schöner Pikey. Und da geht er wieder runter. Nice. Schön Hecht damit gestartet. Und wenn wir jetzt noch einen Zander bekommen, dann wäre das sehr, sehr schön. Ich packe mal die Matte weg und dann zeige ich euch mal kurz den Köder auf unsere Hero Maker Lure Maus mit dem Lamelli. Das ist eine tödliche Kombination. Wie man auf Niederländisch sagt, eine dodelige Kombinatie, glaube ich. Der Fisch ist ein bisschen weiter links. Fisch steht links? Fisch steht links, ja. Ja, Fisch. Oh, ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann! Oh, was? Er war schon los, bevor er ganz im Kescher war. Junge, er hat ihn nur festgehalten. So, jetzt müssen wir uns beeilen. Alter, er hat gar nicht getockt, hast du das gesehen? Ich habe einfach so angekurbelt. Boah, das habe ich jetzt auch noch nie erlebt. Leute, Alter, war das strange. Also wirklich, wenn man schon mit dem Biss rechnen kann und man spürt es gar nicht richtig. Alter, aber
Er ist da. Doch noch reingekriegt. Alter. Deswegen ist er auch so mager wahrscheinlich. Der hat es nicht so mit dem Jagen. Guckt euch mal den an. Ja, aber der lang. Strange. Der ist blind, deswegen auf einem Auge. Da sieht er was. Auf meinem Auge ist er blind. Richtiger Turnierfisch. Mach mal Jubel da im Hintergrund. Hände hoch. Ich sag's euch, der ist gar nicht so kurz. Der wiegt zwar nur 1 Kilo, aber der ist ganz schön lang. Und zwar 79. 79er. Ich würde sagen, der geht ganz schnell zurück, Leute. Denn die Power läuft. Da. Geht da. Yes, Mann. MS. Erleichterung bei LMAB. Wir schauen kurz aufs Tableau. Nachdem Paul den 40er Barsch und Paul den ersten Hecht eingereicht haben, bleibt nur Savage Gear nach den ersten 45 Minuten punktlos. Insgesamt also ein vielversprechender Auftakt. Ach ja, bevor ich's vergesse. Hier noch kurz die von mir erwähnte dodelige Kombinatie. Wir haben die Hero Maker Lure Mäuse. Wir haben auch von Bullseye eine Kooperation mit Hero Maker Lures. Die machen die Köpfe passend zu unseren Lamellis. Diese Kombination ist einfach total geil, weil der Kopf eben super viel Wasser verdrängt, die Fische gut aktiviert und dann unser Lamelli dahinter, der viel Wasser verdrängt. Sehr, sehr nice. Und ihr habt es gesehen, wir haben den erst einmal quasi vertikal angedroppt. Da hat er den Köder nicht genommen und mit der Maus angeworfen. Tim und ich hatten noch diskutiert. Ich habe gesagt, Digga, lass weiterfahren, lass Zander fangen. Tim hat gesagt, nee, komm, wir schmeißen ihn an. Gute Entscheidung, den noch mit der Maus anzuwerfen. Und die hat's gerockt. Hero Maker Lures makes you hero oder so. Das sollte ein neues Slogan von denen werden, glaube ich. Qua basis is het ook wel interessant natuurlijk. Ja, dat klopt. Oh, yeah, as you said, close to the boat. Yeah, they come close, huh? Yep. They're fucking aggressive. Like, Yeah, it strikes yeah, them. really. God damn it. Ah. Big one? Yeah, that was a big fish. Literally hit the bait within 2 seconds. Spinnerbait. Yeah. Sagen wir, die Barsche beißen hier zur Not und auch noch mal später. Ne? Dann gucken wir da jetzt noch mal rüber an den Spot 10 Minuten. Und dann müssen wir irgendwie uns überlegen, dass wir einen Zander erstmal kurz kriegen, bevor es hier zu hell wird. So, wir haben jetzt ein paar Barsche rauben sehen. Wir waren gestern kurz hier zum Checken und da haben wir auch Barsche geraubt. Wir haben auch 2 Fische hier weggefangen. Und jetzt will ich mal versuchen, ob ich die vielleicht am Morgen mit einem Topwater bekomme. Der kleine hier, Bleaker Toppy, hat auch schon den YPC Bank abgeräumt. Ich denke, die meisten werden es gesehen haben. Oh, kleiner Topwater, Popper Stickbait Mix. Vielleicht kann ich mir jetzt hier einen wegpoppern. Nee, weiter. Schade. Da haben wir gerade einen Zander drauf, den wir so dringend brauchen. Weil, also wir haben schon einen Alternativplan für die Zander, aber grundsätzlich unser Plan ist schon so ausgelegt, dass wir jetzt morgens 1 oder 2 Zander kriegen. Den Hecht hatten wir schon so grob eingeplant jetzt morgens, aber eher so als Bonusfisch, wenn wir die Zander gut kriegen. Oh. Und da kommt direkt auch einer auf uns zu dann. Ah, come on, er hätte doch einfach Bap machen können. Something, I think it's small, really small. Still need one, so. That one was far away. Well, it's sizable. Could be sizable. Yeah, I think it is. Again on the blade. We found out the last couple of days they just want the blade. It is 26. Let's release this one fast and try to get a bigger one. Alter, die kommen bis 2 Meter unter das Boot. Boah, da bin ich mir sicher, dass ein Team schon 2 dicke Zander hat eigentlich. So gut wie die reagieren irgendwie. Oh.
Yeah, other one. That's bigger. They don't come up. Ah, it's bigger. A little bit bigger. So, next cast, that should be the improvement. That should be 34. So, let's release this one. Should be more. That cast I had 3 bites, so should be more. Harder, kommt. Kommt eigentlich in gutem Tempo, oder? Ja, kommt zu langsam. Kommt zu langsam. Nee. Boah, das war ein Riesenzander, Leute. 80 oder 90 hatte der. Ja, ärgerlich. Aber so ist das. Ne? In der Realität kann es halt einfach auch mal sein, dass man 20 Zander sieht, anfahrt, anwirft, je nachdem. Und es sei denn, man heißt Johannes Gasser. Einer beißt. Außer man heißt Johannes Gasser. Ich bin auch sehr gespannt, was der Johannes jetzt in der ersten Stunde so macht, ob der auch am Scopen ist. Könnt ihr mal gerne nachschauen gehen, was er so treibt. Ihr wisst es nämlich, wir nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass hier zwischen 7 und 8 Uhr ein paar richtige Kanonenfische kommen. Der Preis. Wunderschöner Zander. Wir beeilen uns, ein paar Minuten haben wir noch, weil wir haben starke Gegner. Da kann der schon zu klein sein. Da müssen wir genau nicht ausfalten. Der hat 69. Der kommt schnell wieder rein, Leute. Top-Zander. Aber mit viel Glück schafft man noch ein kleines Upgrade. Oh, und der wollte schon weg. Jawohl, ja! Wow. Jetzt haben wir schon 2 starke Zander. Wobei ich sagen muss, dass ich glaube, gegen diese Gegner können die schon auch ein bisschen zu klein sein. Aber am Ende müssen wir es dann halt einfach mit einem riesen Hecht rausreißen oder so. Aber erstmal sind das sehr, sehr, sehr solide Zander für die Karte. Also nicht falsch verstehen, aber ich meine, wir fischen gegen Frederik Haber, Christopher Barra. Die Jungs von Tailwalk haben einen riesen Zander gefangen in der Gruppenphase. Also ja, trotzdem hätte ich die gestern auf jeden Fall unterschrieben. Die 7 Minuten noch. Der beißt, gute Ansage. Und pop! Der hat auch richtig hart gezockt. Ich habe gerade den Gang rausgenommen, Junge, und pop! Decent? Yeah, decent. I don't know what it is. Could be a Zander. Or could be an asp. Ah, please no. Please no. I think it's a pike. Pike, yeah? Yep. Not a huge fish, but hey, it's still good. Number 1. That took us yesterday like 5 hours, so. Nice, man. Not chill. On the big one? On the new. Crazy. Nice Hill River pike. 70 or something? Yeah, probably. Even bigger than that. 74 and a half. So it makes 75. 7. Nice. Let's get her back quickly. See if we can find some more fish on this patch. Off she goes. Kurz vor Ablauf der ersten Stunde ist auch das letzte Boot entschneidert. Zeitgleich setzt Finn Wahl neu an. So, wir sind wieder am ersten Spot. Auf ein paar Schmiss, wie wir sagen. Kicken, ob jetzt einer da ist. Bis jetzt läuft es nicht so nach Plan, aber... So ist das nun mal im Turnier. Ja, wir geben nicht auf. Wir haben hochgepokert heute und das werden wir sehen. Ja. What is it? Ik weet niet. Nee. Vast? Ja, het zat in de bocht net. Is het vers of niet? Ah, fucking hell. Come on. Your line broke. Sorry. The main line, no, it's... Oh, just got stuck with steering. So.
fish on. Oh. That's cool. Oh, it looks good. Right, this one. No man. No, it's a freaking big back fish. perch. Get it. Yes! Come on! Well done! Come on, topwater! Hey, Come on! that's 45 or something. Ooh. Great. Seems the plan is working. Come on! Oh. On the topwater, man. For sure it's 45. Leute, Bleecker Toppy, YPC Bank Final, das Ding Hechte gebracht und jetzt, Alter, der ist Ende 40. Alter, komplett weggeblasen. Komplett weggeblasen. Really cool. Ich glaube, im YPC Boat hat noch keiner so einen dicken Barsch auf dem Topwater gefangen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Okay. What a perch, man. On the topwater. Oh. Should be a big one also. I think. Feels like. Yeah, Yes. Come on! Yes, man! I can't. I'm full of my hands are full of fish, full of nets. Okay, schnell diesen hier. So, der Moment der Wahrheit ist 48,5. Das heißt 49. Okay, 49er Barsch. Und Rick hat den nächsten hier. Okay. Ja. So, meiner darf direkt zurück. Rick seinen werden wir gleich noch messen. Aber die Fische sind wichtig, die wollen wir schwimmen lassen. Da geht er dahin. Okay, Rick, so it's the moment of truth. Yes. 44.5. So 45. Okay? Ja, but honestly, it's done with the perch. Absolut irre. Und obwohl ich mich gar nicht an den letzten Topwater-Barsch bei einem YPC-Boot erinnere, bin ich mir sicher, das war der bislang größte. Was für ein Doppelschlag für Mark und Rick, die wohl bald umsatteln werden. Wir geben Ilex Marketingmaschine aber erstmal seine wohlverdiente Minute. So Leute, der Fisch, der große auf dem Topwater, kam jetzt wieder auf den Bleecker Toppy 67. Mittlerweile gibt es noch eine kleinere Größe, und zwar den 50 oder 55, bin ich mir jetzt unsicher. Und eigentlich ist es ein Köder aus dem Salzwasserbereich zum Seabream-Angeln und so ein Zeug. Hat einen recht dicken Hintern und fliegt extrem weit und lässt sich super einfach animieren. Aber ich muss recht dicht an diese Spundwand hier ran. Die Fische jagen die Fische immer gegen die Spundwand. Das ist beim Barschangeln oft so, wenn man eine Spundwand hat. Und hier ist was ganz Geiles dabei, den neuen Slickbait von Ilex. Und der wird hier seitlich eingehängt und der läuft zur Seite. Das heißt, ich kann ihn hier einmal an der Spundwand entlang werfen. Wenn ich ihn auf der richtigen Seite einhänge, das heißt hier auf der Seite, läuft der quasi seitwärts und immer gegen die Spundwand. Und vielleicht kommt da gleich noch ein dicker Barsch hoch und pflückt sich das Ding weg. Ich bin wirklich gespannt, was diese Stunde im Dunkeln, was die anderen da jetzt alles schon rausgezuppelt haben. 8 Uhr. Feierabend, Power auf, vorbei. Jetzt geht's auf den Barschspot hoffentlich. Zander haben wir leider nicht bekommen. Einen guten Hecht, das ist schon mal ein bisschen entspannt. Haben wir gleich ein bisschen mehr Zeit am Volkrak. Vielleicht noch zum Zanderjigen. Ja, auf jeden Fall. Weiter geht's. Oh, angezickt. So, come on, Alter. Oh, angetickt hat der Kollege. Ja, das ist Freddy Barasch. Oh, das ist vorbei. Kein Fehl gab es noch zum Abschied, Leute. War jetzt, glaube ich, auch kein riesen Fisch, aber vielleicht doch 1-2 Zentimeter größer. Egal, Gute kommt weg. Die Zeit läuft unerbittlich. Da drüben sehen wir Freddy und Christoph. Kein ganz so schlechtes Zeichen, wenn die auch hier sind, wo wir sind. Ich bin mal gespannt, ob die jetzt auch aufhören müssen. Ja. Und was die gefangen haben. Ob die mehr oder weniger oder ein bisschen größer werden.
So, das war strategisch leider nicht so gut. Nur einen Fisch bekommen, damit können wir eigentlich trotzdem glücklich sein, weil wir haben gesagt, wir brauchen einen, um eine Chance zu haben zu gewinnen. Hätten wir den nicht gehabt, wären wir eigentlich raus gewesen aus dem Turnier, weil ohne Zander brauchst du hier nicht antreten. Wir haben einen, 78, leider ist ein guter Fisch, aber hätte eigentlich größer sein müssen. Wir müssen jetzt richtig Gas geben. Naja, ich glaube, die haben einen großen gefangen, ja? Naja. Hey, das Häuschen ist mein. Decent one, huh? Yeah, it's a decent fish. Sander? That's a good perch. Good perch. Good perch. That's a big one, man. Good perch. Good perch. Oh, yes, yes. Legend. Oh, yeah, man. Let's go. That's the one we needed, man. Oh, God damn. It inhaled the chatter. I don't know why, but this guy misses all the fish in the last 2 days, and right now he just hooks up one after another. Dude, look at that. Not today. Not today. This is your day. Look at that crazy bush, man. That thing is completely gone. 74. No, 47. 47. Nice. Yes, that's what we needed. Awesome, man. Congrats, buddy. One more of these. One more of these. Look at that. What a perch. Let's go, buddy. Jetzt läuft's bei Sean und Hugo. Bei Bite of Bleak plant man, dem aktuellen Angelplatz etwas Ruhe zu gönnen. So this now is last cast in this spot, then we change. It's close by and looking for perch then. And I think we will come back to this spot again because that's it's our main spot. So, but we also need the perch and this is not a spot for perch. So, and sometime you have to decide. And now it's time for to change. We go first in the middle now. Yeah, we'll go in the middle first. Yeah, because that is perfect now. Let's go. Wir fischen hier eine kleine Struktur am Grund. Das ist ein kleines Schiffswrack, was hier liegt. Und ringsherum sind sehr viele Muscheln. Und wir versuchen jetzt einen Barsch zu fangen, gezielt hier mit einem Nettrick. Und Freddy, was fischst du? Ich fische nochmal den großen Pelagic-Köder von Nace, einfach um zu gucken, ob nicht auch ein 70er Zander hier doch noch beißt, weil die sind auch hier. Ich habe gerade schon Biss gehabt, im dritten Sprung, aber ich drehe den jetzt ganz langsam über den Grund. Gucken wir, ob da doch noch mal ein dicker Zander kommt. Ich glaube, abgesehen von den Zandern werden die Hechte und Barsche gefangen, wenn die Sonne rauskommt. Wenn das so ein bisschen später wird. Das war bei uns im Training ja sogar so, wenn wir um 8 angefangen haben zu fischen, so richtig los ging es immer so um 9:30 Uhr. Zweiten Platz angekommen, jetzt geht es erstmal auf Barsch. Ich starte hier erstmal mit einem Turbo Louis. Hier kann auch immer mal gern ein Hecht kommen. Und ja, gucken wir mal. Ich starte mit dem Techno Vibe. Da habe ich die Chance eigentlich auf alle 3 Fischarten. Hechtangeln wäre jetzt morgens auch nicht so blöd, gell? Wenn der Wind abnimmt. Das stimmt. Ja. Wir sind zurück in unserem Wohlfühlhabitat auf dem Barsch-Spot. Ihr kennt den wieder von Riverdale. Jetzt hoffen wir, dass wir hier ein paar richtig dicke Barsche gezockt bekommen. Und dann wird umgeslippt und was auf Zander gejickt. Und wenn wir die Zander gejickt haben, hoffentlich, dann werden wir noch was auf Hecht. Schau, bleibt drauf. Ran an die Barzen. Es könnte Drückt uns die hoffentlich- Daumen, Leute, dass sie wieder hier stehen. Das wäre so schön. Da ist ein bisschen mehr Druck drauf, ne? Ja. Gut. I like. Fisch. Erster Wurf. Geil. Dicker Barsch. Erster.
Oh, bitte. Sie sind da. Der ist groß, ne? Ja. Drauf treiben? Ich krieg wie du willst. Wenn wir einmal drüber treiben, ich weiß nicht. Sollen wir drauf gehen, Tim? Ich mach jetzt fertig, alles gut. Da brauchst du eh noch ein Minütchen. Erster Wurf, genau wie beim letzten Mal. Herr Ackermann schlägt am ersten Wurf zu. Machen wir unser Boatnet M fertig. Wir müssen sehr vorsichtig drillen in der Strömung. Da ist richtig Gewicht dahinter. Und die Kopfschläge sind ein bisschen länger. Also ein bisschen mehr Strömung als beim letzten Mal. Ja. Okay. Vielleicht ist es aber ein großer Zander. Nee, das ist ein großer Barsch. Was kommt da mit? Ach, easy. Zittert ein bisschen, ne? Ja. Der Barsch auch. Zittert zurück. Ach, easy. Das machst du aber gut. Schön Druck drauf halten. Wunderbar. Fisch unten lassen? Ja, ein paar Meter haben wir noch. Schon noch ein bisschen. Mach easy. Dafür ist es fix. Erster Wurf, Leute. Selbst wenn er abgeht, Tim, wir kriegen noch genug Chancen. Wenn es wie beim letzten Mal ist. Der längste Barsch. Wir könnten uns sogar ein bisschen weiter nach hinten stellen, gegebenenfalls, wenn die eh so auf Distanz kommen, dass wir nicht so ewig weit drillen müssen. Der ist gut. Der ist richtig gut. Ich habe ja auch schon ab. Nee, ne? Nee, ich dachte gerade, ja. So. Da ist er. Ist ein Barsch? Ja, das ist Fuffi. Boah, Alter, das ist ein Riesenfisch. Bitte. Komm, Tim. Komm, warte. Nicht zu schnell werden. Boah, der hängt ganz knapp holen ran. Boah, das ist ein Fuffi, ey. Boah, ich mach's Boot aus. Das ist ein Fuffi, Alter. Boah. Ich mach's Boot aus. Boot ist aus. Oh, fuck, Alter. Boah, joi. Leute, der war deutlich über 50. Oh, fuck. Boah, Leute, ey. Oh, nein. Aber ich hab eigentlich alles richtig gemacht. Druck. Der hat sich einmal rumgedreht. Oh, nein. Boah, das tut weh, Mann. Der war dick über 50. Der war dick, ja. 52, 53. No way, Alter. Warum heute? Wir sind ja schon drauf getrieben. Ja. Leute, fühlt ihr diesen Schmerz? Oh Gott. Boah. Vor allem jetzt so die Combo Power Hour versäbelt. Oder was heißt versäbelt? Zumindest kein Zander bekommen. Riesenbarsch verloren. Aber wenn das war ein Riesenbarsch. Der ist nicht alleine da. Ja, da ist ja gerade ein Trupp aber mit großen Fischen dort. Einmal durch. Das ist der Pike, den wir brauchen. Der hing knapp, deswegen habe ich... Vorsicht. Nein. Ja, das passiert auch mal. Das heißt also, da war unser Pike. Und das war leider dann etwas zu wild. Das war nämlich der 90er. Das war bei Weiben kein 90er. Ist ja auch egal. Oh, fuck off. Passiert, weiter angeln, da kommt noch einer. Ich sag nix. Kennt jeder von euch. Wenn der Kumpel verkeschert, war der Fisch automatisch 10 cm größer. Und worauf man genauso bauen kann, besagter Kumpel hat schnell eine passende Erklärung parat. Also nach 5-6 Sekunden reflektieren weiß ich auch, warum ich den Fisch verkeschert habe. Er war ja ganz schlecht gehakt vorne, deswegen habe ich ihn schnell gekeschert. Da war aber das Problem, dass der Stinger bzw. der Einzelhaken, weiß ich jetzt nicht genau, ganz oben im Keschernetz hing. Und ich hasse es einfach, wenn man dann den Kescher hochhebt und der Fisch sich den anderen Köder bzw. den anderen Haken halt rausreißt. Deswegen habe ich den wieder runtergenommen. Der Hecht hat sich damit bedankt, indem er noch mal voll abgegangen ist und wieder rausgesprungen ist. Ja, hätte ich den Kescher einfach hochgehoben, wäre es wahrscheinlich nicht passiert. Aber das geht zum Leide des Fisches und zum Leide des Keschernetzes. Genau. Und dann hast du nämlich nachher beides nicht mehr. Und das wollen wir ja auch nicht.
Ach, fuck, ey. Man ist ja doch auch ein bisschen nervöser in so einer Competition. Da passiert das dann einfach mal. Guck mal, da habe ich so einen Hecht dran, der die gleiche Größe hat wie dein Zander, ne? Und du gönnst mir einfach nicht. Nee. Komisch, auf den ersten Wurf gleich ein bisschen. Und jetzt Ruhe. Die sind so smart, die Fische. Fisch? Ja. Guten Fisch? Zander, ne? Ganz kleiner Zander. Aber schön gebissen hier auf das Nett. Der zählt nicht. Oh ja, ein Fisch. Jumping? That Zander came in both sides, man. What? I only saw fish and then I saw Zander jumping. That's the last thing I expected. I had literally had my chatterbait like 5 centimeters below the surface. Mental. It's a tiny Zander, but that was crazy. So, since Sean got quite some response on that crazy bush, I just copied him. Always a good thing. Just see what your buddy is doing, and if he's actually catching, then start using the same technique, same baits. 47 again. Species number 3. It's a small one, but hey, always good to get a fish on the board. Number 3. Let's go. Now let's repeat that one in 80 centimeters down. Oh. Yes, please. Erlebe die Unterwasserwelt wie nie zuvor mit der Spypole und dem GT360 UHD-Geber. Für klare, scharfe One-View-Ansichten ohne erneute Scans. Mit einem Livescope-Geber kombinieren für eine völlig neue 3D-Ansicht. Bediene die Spypole kabellos mit der Gestenfernbedienung, dem Fußpedal oder dem Kartenplotter. Hier sieht man richtig toll, wie der Köder immer wieder in diese Lücken von dieser Spundwand läuft. Man muss den Köder natürlich ein Stück an die Spundwand ranwerfen und dann einfach anfangen zu animieren, so leichte Schüttelbewegungen mit der Rute. Dann läuft der entweder nach links oder nach rechts weg. Das kommt natürlich darauf an, auf welcher Seite man ihn einhängt. Und dann läuft er immer wieder in diese Lücken hier rein und läuft gegen die Spundwand. Und das ist eine Aktion, die die Fische so noch nicht gesehen haben. Ist für Spundwände cool, wenn man zum Beispiel an einem überhängenden Baum angeln will, kann man den da drunter laufen lassen oder auch im Polder und einfach auf der anderen Polderseite zu angeln. Funktioniert natürlich auf Barsch, auf Hecht oder auf Schwarzbarsch, funktioniert natürlich auch sehr gut. Oh, here in front, here in front. Oh no, this was my trolling engine. Really? Ja. Aber jetzt haben wir hier natürlich schon ein paar Fische weggefangen. Der Spuk scheint vorbei zu sein, ist aber nicht so schlimm. Denn wir haben 2 echt starke Barsche hier gefangen und ja, jetzt fehlt der Hecht. Den müssen wir jetzt kriegen, aber ich habe so das Gefühl, den werden wir eine Zeit lang hinterher rennen, wie das dann immer so ist. Fisch. No, it's okay, Rick, it's okay, it won't help. Ja, Leute, ja, mit N30er Barsch. Auf den Knocking Jaw wieder. Das Blade liefert echt die Barsche. Echt geiler Fisch, aber hilft uns zum Glück nicht.
So, da ist ein kleinerer Pike, aber wichtig für uns. Oh, schon wieder knapp. Das kannst du nicht ausdenken. Ja. Der kommt rein, Guido. Alles ist gut. Die Dinger habe ich schon den ganzen Tag gefressen. Oder schon die ganze Woche. Alter. Ja, Stabi-Chat. Hier der Pike. Eine ganze Ecke kleiner als der erste. Aber ich bin mir sicher, wir kriegen auch noch einen großen. Also ich bin der Meinung, der ist nicht viel kleiner, aber... Gucken wir mal hier auf dem Board. 74, sagt der Schiri. So. Und der darf wieder zurück. Der war ja kaum halb so groß wie der Verlorene. Das restliche Finale wird für Guido nicht leicht. 4 Stunden bleiben noch. Took Sander. Ja, quick release from boats. Oh no! Come on! That was a 40 something. Yeah. Go on, keep shooting. 40 centimeter perch. Damn. That was the one we needed, man. Ja. Diesmal darfst du cashern. Also für die Profis und euch, Cashernetz hier unten dran. Vielleicht jetzt nicht bei dem, aber hey, Punkte sind Punkte, ne? Rein. Und da ist er safe. Willst du den lieber raus? Ich habe heute... Ach, Guido. Ich habe heute... fuck, ey. Der hat den Snap einmal im Kescher ausgehakt. Auch das ist nicht ganz untypisch, ehrlicherweise. Weil hier halt Kräfte drin wirken, die sonst nicht vorhanden sind. Kannst du den Kescher ein bisschen hochhalten? Ach Mann. Das ist ein Nachteil an Nils Boot. Die Bordwand ist so niedrig, dass ein Fisch halt auch easy raus kann. Ne? Da ist der kleine Aberköder voll weggehabt. Und der hat 71,5, 72er, aber dünn ist er. Und zurück damit. Guido. Was ist das denn da? Ja, ich wollte nicht mit der schleimigen Hand, aber ist egal. Petri. Es geht schon wieder los, diese kleinen Biester. Aber heute letzter Tag, danach können die kleinen Verletzungen heilen. Und man sieht, dass es ein erfolgreicher Tag war. Heute neuer Spot, neues Glück und neue Fischart. Jetzt geht's auf Hecht. Kommt auf eine Route auf jeden Fall mal ein Real Vibe. Aber ich mache mir auch noch eine fertig. Mit einem richtigen großen Köder. Dann heute im Finale kann man schon auch ein bisschen aufs Ganze gehen. Wobei der Real Vibe natürlich auch Kanon fängt. So, die Franse. Es wird wieder die Franse. Die Franse. Mario hat damit in der Gruppenphase schon richtig gut gefangen und im Training auch. Die Franse im Fluss. Da wir auch noch Barsche brauchen, wenn es die hier auch gibt. Und die Hechte auch manchmal einfach Bock auf einen Snack haben, probiert das klein. Ich übernehme den großen Part. Ich gehe aufs Ganze. Wieder hier, nehmen wir aus mit dem 23er Twister. Das perfekte Kombo. Haben wir ein schönes Flachwassergebiet ausgesucht, machen eine Drift. Und hoffentlich knallt es gleich richtig. Es geht um Entscheidungen. Angeln können alle, aber was ist die richtige Entscheidung? Was ist das richtige Gewässer? Was ist die richtige Strategie? Erst die Hechte, erst die Zander, erst die Barsche. Der Spot macht es nachher aus, wer gewinnt. Und das sind verdammt große Gewässer und die Fische haben einen Schwanz. Die können hinschwimmen, wie sie wollen. Das ist das Ding. Relativ viel Opis gehabt. Oh, ganz vorsichtig, kleiner Zander auch. Ja, aber es ist da war er, hat er der gepackt. Oh, fuck, Alter.
Crank verdreht sich wieder die ganze Zeit. Fisch. Yes, Mann. Soll ich direkt ausmachen? Ja, direkt ausmachen. Bitte drückt uns jetzt die Daumen, dass dieser Barsch rauskommt, ey. Der ist nicht ganz so groß. Okay, ja. Okay, das sind doch wieder so lange Kopfschläge. Halten unten, halten ruhig unten, halten unten, ich komm rüber. Der ist ein bisschen kleiner, aber ist egal, Hauptsache erstmal einer mit. Der sah ein bisschen kleiner aus, aber der macht richtig Alarm. Ja. Aber du willst easy, ne? Ja, ich hab die Bremse auch ein bisschen. Ja. Super, schöner Fisch, schöner Fisch, schöner Fisch. Oh, hängt auch wieder nur in einer Flunke. Ja, da ist er, super. Was wird er haben, Tim? 42? 42, immerhin. Boah, das war ein Monsterfisch gerade eben. Ich mag das gerade gar nicht realisieren, was hier gerade passiert ist. Alter, aber wenn du vergleichst, was das für ein Koffer war im Vergleich zu dem. Ja, ja. Ah, der hat aber auch 46, Tim. 45, 46, super. 41,5 oder so, nee, 41,5 irgendwie so. Nach dem kleinen Fiasko mit dem anderen Barsch hat es jetzt geklappt. Und der darf wieder schwimmen. So, in der Strömung halten, ne? Mit der Hand drunter merken, stellt den Kamm auf und schwimmt weg. Ne? Nicht einfach treiben lassen, sondern einfach so ein bisschen stützen. Und here we go. Gut, weiter geht's, ne? Jawohl. Das Kraut lasse ich zu weit werfen. Fisch. Guter Fisch. Das ist aber kein Barsch, glaube ich, der macht gar nichts. Immer wenn man sagt, ein Fisch macht gar nichts, ist es häufig ein Zander. Zander oder Hecht? Zander. Rapfen. Oh, shit. Oh Leute, was eine Kuh, ey. Ja, da hab ich gesagt, guck dir mal das Maul hier an, ey. Und tschüss. Big? No. Yeah, it's a solid fish, but I'm not sure if it helps. I'm not sure if it's more than 45. If you need help, tell me. Ah, takes the net. Oh yeah. Oh yes. Oh. Might help. Probably. Ah, it's big, Mark. It's big. Oh yeah, it's big. Okay, it's really big. Ich sag's euch, der Knocking Jaw, der liefert. Puh. 60. Ah, it's bigger. It's 47. 47. Echt strammer Barsch auf Blade, das Ding. Hauen sie sich weg. Und damit geht er zurück. Geil. Knocking Jaw. Hier die 14 Gramm Variante in weiß. Wie gesagt, das ist eine Wucht. Ihr habt verschiedene Ösen zum Einhängen. Jetzt wird es gerade laut. Kommt ein Boot vorbei. Die mittlere Öse ist eigentlich so, ja, die ich am meisten benutze. Wenn ihr ihn weiter vorne einhängt, habt ihr ein bisschen weniger Vibration, dafür läuft er etwas tiefer. Und wenn ihr ihn hinten einhängt, habt ihr mehr Vibration, aber läuft etwas flacher. Einfach stark. Damit dürfte das Thema Barschangeln nun endgültig durch sein. Für Mark und Rick stellt sich jetzt die Frage, doch noch die Zander verbessern oder alles auf einen Monsterhecht setzen? Auf der Suche nach einem ebensolchen muss LMAB derweil einen Dämpfer hinnehmen. Leute, der Spot war noch gut vor 1,5 Monaten. Leider haben Mario und ich halt gar nicht auf Hecht trainiert, weil wir das im Fluss gemacht haben und leider auch nicht mehr Zeit hatten. Und jetzt hat es hier nicht mehr so viel Kraut, jetzt gehen wir mal zu einer anderen Drift. Ein paar kennen wir ja zum Glück. Ja. Müssen wir nur früh genug die richtige finden. So, Abfahrt. Ja, Christoph fischt jetzt den Net und ich fische einen Cerik mit einem Raven drauf. Das ist ein Tonnenfundament, hier liegen ein paar Steine. Zwischen den Steinen stehen eigentlich immer große Barsche. Manchmal auch Zander, auch Hechte. Ich werde gleich noch mal ein Metal hinterher fischen, falls hier noch ein großer Hecht irgendwo rumlungert.
Und dann geht es weiter. Wir haben so 2 dieser Spots haben wir noch vor uns. Und dann fischen wir ein Flachwasserplateau, die Kante, für die Hechte. Warum wir jetzt hier eigentlich weitermachen. Also die Fische scheinen gerade aktiv zu sein, auch in dieser Region. Und das Leaderboard, was wir haben, also diese Hechte, die werden nicht reichen. Davon gehen wir ganz, 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 ganz fest aus. Das bedeutet, wir brauchen was Großes. Und wir versuchen es erst später auf die Barsche und hoffen einfach, dass das klappt. Am liebsten hätten wir 2 Barsche Ü45 in der Wertung. Das wäre so das Wunschdenken. Und ja, die Morgenstunden jetzt hier ohne die Sonne auf die Zander und die Hechte ist meistens sehr, sehr effektiv. Wenn nachher die Sonne rauskommt, könnte das besser für Barsch werden. Und die müssen einfach kommen. Da hängt. Kein guter Fisch, aber besser. Ich komme zu dir. Der bockt wie ein Zander. Sei doch wieder ein guter Zander. Nein. Guido, weg. Bitte. Jetzt, gleich kommt er. So, jetzt. Ja. Junge. Ja, diesmal habe ich nicht durchgezogen, sonst hängt er wieder drin. Alles gut. Das war das letzte Mal der Fehler. Ich habe direkt weggezogen, als er wieder abgegangen ist, also runter. Alles gut, er ist ein Kescher. Oh. Ganz ruhig. Ja. So ist das in der Competition. Aber ich glaube, deswegen dieses Adrenalin, was wir dann da haben, das wollen wir haben. Deswegen machen wir das Ganze ja auch. Angeln, ey. Einfach das geilste Hobby ever. Kein Monster, aber ein schöner Fisch. Das ist ein super schöner Fisch, Alter. Hier ein schöner Flachwasserzander. Hat der reingetockt. Der kommt jetzt auf die Scale. Da liegt er so. 68, ne? 68 durch. Ist glatt drauf. Sauber. Schöner Fisch. Guido. So, das läuft. Ich atme jetzt 3-mal durch. Ey, das ist mir zu doll. Oh, und der will schon wieder weg. Sorry für den schnellen Release. Ja, so muss es sein. Aber bei dem war ich gerade sehr froh, dass die Route ein bisschen weicher war. Hast die Flunke gesehen, wie er da hängt? Ja. Der kommt, der Zander, schiebt so hin und pockt einmal drauf. Und der hat den nicht komplett weginhaliert. Der hat den so an der Seite gehabt und hatte nur noch diesen einen Drilling-Flunke im Maul, wenn ich das richtig gesehen habe. Ihr könnt euch ja gar nicht ausmalen, wie wir gestern gelöchert worden sind, wo diese Zander herkommen. Wir hatten denen gesagt, dass wir die ohne Power Hour gefangen haben. Und die waren alle, dass wir die tief an der Kante jiggen. Wir mussten natürlich auch ein bisschen die Klappe halten. Ansonsten stehen die nämlich auch alle hier und fangen die. Die fangen sie wahrscheinlich auch woanders. Aber man muss ja ein bisschen vorsichtig sein. Man möchte sich ja die Spots auch nicht teilen. Wir haben so ein Unglück. Wir haben hier 2 wirklich gute Plätze. Der beste Platz liegt genau vor uns. Das ist eine Tonne, ein Fundament, wo wir sehr gut im Training gefangen haben. Da hat sich leider ein Konkurrenzteam wirklich genau draufgelegt. Biss gehabt. Das ist so ärgerlich. Das war eigentlich unser sicherster Platz. Also was heißt sicherster Platz, aber der war schon wirklich gut. Die liegen da wirklich genau drauf. Oh, könnt weinen, ey. Hat der Fisch. Alter. Was haben wir denn jetzt? Was war das denn? Ich sag nichts mehr. Ich bin eh immer falsch. Ich bin eh immer falsch. Oh. Und ich sage schwerer. Naja, zum Zander im Vergleich verkaufen die sich besser. Für euch wieder der Stabi-Chat. Also auch hier ein Fisch in den 70ern. Der Pike. 76. Und der kommt wieder zurück. Schön, es läuft. Geiler Tag. Sauber. Den müssen wir reporten, wa? Wie viel hat er denn? 75. Ne, 76. Sorry, 76 Zentimeter hier. Nicht gut, nicht gut.
So we got a first zander, first perch, and also the first pike. But right now we're gonna change to a different spot. Kind of similar to here, also fishing shallows in the weeds, because we still need that upgrade perch that Sean actually just lost. Unfortunately. No, we're not going to go for the perch. We need just 2 big zander. That would be nice. But 2 big zander would be nice, but there's perch, zander, pike on that spot. And if we're gonna get either one of those, then we're gonna go all in for big pike, because we have one spot in mind that actually holds some big pike. And yeah, then we just want to go for real big baits and get that big fat meter plus on the board. The ones that we dropped yesterday. So yeah, let's go, man. Let's go. Okay, weiter geht die Suche nach dem Hecht. Das vermeintlich Coole ist, wir haben ein bisschen Zeit für die ganze Nummer. Aber wie gesagt, Hecht war nicht so einfach für uns, deswegen ja, hoffen wir, dass wir da einen schönen noch kriegen. Es geht auf jeden Fall zum Big Fish Spot vom River Day. Erwartungsgemäß geht Ilex jetzt auf Großhecht. Savage Gear will vorher noch 1-2 Upgrades einsammeln und Nace muss sich nach dem belegten Spot unfreiwillig neu orientieren. Fisch. Mach entspannt. Barsch. Ich nehm Fahrt raus, ja? Ja. Woher das wohl kommt. Jetzt nein. Yes! 6 End-30er, Anfang 40er. Sehr schön. Hier ist der Barsch. Sehr, sehr schön. Ich denke 39 wird er haben, der Mann. Aber ich stehe gut im Futter, er ist super. Was haben wir denn? 38, 5, 39. Wunderbar. Aber es ist immer noch, wenn man das vergleicht mit dem, was da gerade eben Richtung Oberfläche kam. Boah. Kopf in die Strömung und er will direkt runter. Wunderbar. You don't know it, it's a Dutch show. I'm pretty sure you don't know it. No. Okay. So, pike. Watercolor is nice. It's a little bit more murky, a little bit. Ja, wir werden hier relativ viele Barsche jetzt fangen. Wir werden uns jetzt so ein bisschen durchangeln durch die Kleinen. Das Schöne an dem Spot hier ist, dass wir halt auch die Hechte fangen werden. Und relativ viel Fisch fangen. Also es macht Spaß hier zu angeln. Viel Fisch, immer mal ein besserer Barsch. Das ist ein kleiner hier. Was hat er? 33,5, also 34. Zu klein, aber der erste Barsch auf dem ersten Wurf. Reporten, ne? Hä? Musst du trotzdem reporten. Stimmt, muss ich reporten. Da haben wir ja keinen anderen. Auch wenn der nicht stehen bleibt. Unbelievable. That was a group of perch. Leider brauchen wir den Fisch hier nicht, oder zum Glück brauchen wir den nicht, denn Barsch ist schon solide. Aber vielleicht sind die Fische aktiv und vielleicht können wir uns ein Hecht hier abholen. Da kam jetzt auf dem Rear-Range 130. Habt ihr YPC Bass schon gesehen, zumindest die ihn geguckt haben. Ist auch ein super Hechtköder. Und auch Barsch. Pike. Not the biggest. I don't care. I don't care. At the moment, I really don't care. Nothing special, but we need him. Yes. Okay, that's a full card. That means a full At least it's a small fish. A small full card, and it do the pike And roll. it's loose and it's tangled and whatever, but we have it and that was important. Good job. So this one is longer, so it's 64. A full card, and I think that's really important today. So
But there's something to improve. We want it a little bit bigger than this one, but still, pike fishing is cool, especially in rivers. So let's see if they're bigger ones. Group Alex fish report. I will do it. Okay. Okay, full card. Now we need to improve the pike. That's the first step. Stell dir vor, Paul, wir wären hier hingefahren und hätten gar keinen Barsch gefangen. Jetzt haben wir 2 Barsche in der Karte. Jetzt müssen wir nur noch... 40er Schnitt. Genau, und jetzt müssen wir einfach nur noch... Ein Zander für die Fullcard, korrekt? Ein Zander, ein Zander, also ein Zander, ein Zander, ein Hecht oder 2 Zander. Genau, und das kriegen wir auf jeden Fall. Nein, wir haben genug Zeit. Schön, dass du das optimistisch bist, Tim. I like. So, auch wieder ein kleiner Barsch leider. Das ist nicht die Größe, die wir brauchen. Ups, da ist das schon wieder ab. Okay. Da kommen wir, glaube ich, nicht weit im Finale hier bei den ganzen verrückten Anglern. Wir machen jetzt einen Spotwechsel. Wir fahren jetzt mal an eine andere Stelle. Wir probieren jetzt, solange es noch einigermaßen früh ist und noch nicht so viel Licht auf dem Wasser ist, einen Zander zu kriegen. Wir werden uns gleich sehen am Spot mit der Power Hour. Minimalziel ist erreicht. Minimalziel für diese Morgensession hier waren 2 Barsch über 40. Wir sind jetzt im Schnitt zumindest über 40. Ich kann jetzt zum 17. Mal sagen, dass wir unfassbar uns das ärgert, dass wir diesen Barsch gerade nicht bekommen haben. Aber es hilft jetzt auch nicht, sich weiter darüber abzufacken. Deswegen Haken dran, Emo da rein, ab aufs Volkeruck und dann dort Zanderjiggen zuerst, danach Hecht werfen und dann so einen Mix-Spot, wo wir mit Crankbaits auf Hecht und Barsch werfen. Stand jetzt, aber das kann sich noch 17 Mal ändern. Wir sehen uns. Noch ein Barsch. Brauchst du einen Kescher? Nee, der ist ganz klein. Ja, das ist das, was Freddy sagte. Da müssen wir uns durchangeln. Die ganz kleinen, die brauchen wir nicht messen. Die helfen uns heute nicht. Ich weiß nicht, ob der maßig war. Wahrscheinlich schon, aber ein bisschen größer müssen sie schon sein. Aber hier steht sehr, sehr viel Fisch. Fällt ja den nächsten Barsch dran. Oh, und das ein Barsch ist der groß. Ich glaube, der erst ein Hecht ist. Oh, großer Barsch, großer Barsch. Ich bin da. Ja, yes! Geil. Ah, yes! Oh, perfekt! Geil, Mann, das ist ein Fuffi. Auf den Crank von Nace. Ich liebe diesen Köder so sehr. Der bringt einfach Fisch. Und das ist doch mal ein richtiger Fisch hier. Der geht Ende 40 müsste der haben. Kein Fuffi, aber mal geschmeidige 48 cm. Schön durchgeangelt. Ja! Yes! Der freut mich extrem, dieser Fisch. Wirklich. Richtig geil, ey. Damit ist Nace zeitlich wieder voll im Soll und wir setzen den Haken unter diese erste Halbzeit. Bis hierhin war es ein kurzweiliges Finale. Alle Teams sind auf dem Board. Ilex führt mit der bislang einzigen Fullcard und hat reichlich Zeit, um an die Hecht-Performance aus der Vorrunde anzuknüpfen. Weil Mark und Rick im Vergleich zur direkten Konkurrenz aber die ganz großen Zander fehlen, lässt das aktuelle Ergebnis nur eine Prognose zu. Das Staffelfinale dürfte ein echter Nägelkauer werden. Nächsten Sonntag um 18 Uhr auf diesem Kanal. Ich wünsche euch was. Ciao.